Du machst ja Gedanken über so ein Konzept und merkst dann ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Hochgebirge, wir brauchen auf jeden Fall einen Schneesturm und so weiter. Und das prallt dann irgendwie auf die Realität und du stellst fest, ja, wir wohnen übrigens in Norddeutschland und es ist gerade August. Cool. Also, auf nach Österreich. Ich schau hinaus ins schöne Wetterland. Aber Sommer war da trotzdem noch. Also der Gletscher schmolz da irgendwie vor sich hin. Alles Touristen um einen rum, die irgendwie in kurzen Hosen unterwegs waren. Ich wurde sehr argwöhnisch angeguckt in den Klamotten und mit der Schminke. Wir hatten das Problem, dass natürlich eigentlich jemand anderes den Bergsteiger spielt. Also Marco macht das ja später in diesen Eremitenszenen und der war aber natürlich nicht in Österreich. Dementsprechend musste da irgendwie eine Lösung her. Jan hat sich einfach überlegt, okay, dann suche ich mir einfach eine Sturmhaube, setze die auf und dann sieht man einfach nicht, dass ich das bin. Ein normaler Bergsteiger hätte sich Handschuhe mitgebracht. Ich habe die einfach vergessen, mit in den Urlaub zu nehmen, weil wer denkt im September daran, Handschuhe einzupacken? Macht ja keiner. Also Warum hat er keine Handschuhe an? Jetzt brauchen wir prinzipiell noch eine Hütte da oben im Video auf dem Gletscher. Ja? Das Problem ist, da oben ist keine Hütte auf dem Gletscher. Also müssen wir uns irgendwie eine suchen und nach Möglichkeit da oben reinsetzen und gucken, ob das klappt. Warte, Klappe! Und nach reiflicher Überlegung wurde dann entschieden, dass mein Dachboden optimal ist für unsere Eremitenszenen. 2 Tage vorher haben wir angefangen aufzubauen, alles hergekarrt. Einen Tag vorher Feinschliff. Die Vorhänge waren viel zu sauber. Sauwetter draußen, ab nach draußen, den ganzen Kram in Schlammpfützen bei Minusgraden gewälzt, halb erfroren zurück und die Dinger dann aufgehangen. Und dann ging's los, dann war's soweit. Kann ich mal zwinkern in dem Zeug, ey. Der Versuch war gut. wir haben auf Moschis Dachboden gedreht hier in Bremen. Das war natürlich sehr praktisch. Dann haben wir 8 Stunden durchgezogen. Das war anstrengend. Von den Leuten, die euch Blackface brachten, Whitehand. Na, das ist ja schon okay, das ist ja politisch etwas... das raus. Ja. Ich meine, ja klar, siehst du an der einen oder anderen Stelle, dass wir sparen mussten, weißt du? Ich meine, guck dir die Fingernägel vom Eremiten an. Sowas kriegst du eigentlich auch auf Spezialeffekte handeln und dann sieht das natürlich wirklich geil aus. Wir haben jetzt Acrylfarbe auf Dia-Projektorfolie gemacht, weißt du? Also sieht dann natürlich anders aus, aber andererseits wird es dann natürlich auch was Eigenes. So. Ja, schau doch mal zurück. Bitze, Patze. Ich habe noch gar nicht den Drehort gesehen. Ja, der ist das Beste. Ja? Der Drehort ist mit das Beste. Der Scheiß stand nämlich alles vorher, das stand alles vorher draußen. Ne, drin, da wo jetzt gedreht wird. Da ist Jan. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es da ist. Mosch, Le Mosch! Le Mosch ist hier. Bonjour! Das ist eine Eremitenhütte. Ja, das ist natürlich fancy. Eieiei. Ist schon geil. Ja, ist schon geil. Geil. Geil, die leuchten von innen. So, das ist das erste. Frontalaufnahme vom Eremiten, der mit gesenktem Kopf regungslos in der Mitte des Bildes sitzt. Das Gesicht ist nicht zu sehen, die langsträhnigen Haare hängen herab. Sehr gut. Zweitens, wieder der Eremit im Zentrum des Bildes im Vordergrund und dunkel geht der Bergsteiger vor die Kamera und geht in die Hocke. Okay, und rein. Und runter. Und hier richtig hinhocken. Und schön. 100%ig. Sehr schön. Haben wir. Brauchst du sie da noch oder sollen sie runter? Deine Hände bleiben, wo sie sind. Okay.
Deine Hände bleiben, wo sie sind. Der Himmel kann wandern gehen. Ein bisschen höher die Hände. Ja, das ist geil. Hier werden professionelle Lösungen geschaffen. Wieder mal. Kann ich mir die Konstruktion nochmal angucken? Sehr geil. Und zurück. Ja, fantastisch. Die anderen drehen da drüben. Hier ist Pause, ne? Du hast noch nichts zu tun. Nee. Das ist der Modus, in dem man meistens ist beim Drehen. Ja. Also wir haben hier ein Problem. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir mit diesem Messer, das fucking scharf ist. Ja, wir brauchen eigentlich ein Prop-Messer, wir brauchen so ein Pseudomesser. Ja, das ist echt, das ist scharf. Die Kombination aus, das war unser wirklich scharfes Küchenmesser einerseits und andererseits hat Baune mit den Kontaktlinsen noch einfach nichts gesehen, ne? So. Und dann soll er Marco das Ding da durch die Hand ziehen, aber ohne, dass er ihn wirklich schneidet. Ich hätte Schweißperlen auf der Stirn gehabt, wenn ich Marco gewesen wäre. Hatte er, glaube ich, auch. Schieb mal weiter. Siehst du die Beuge zwischen meinem... Nein. Bisschen tiefer. Ja. So bleiben. Oh. Bist du fertig, Baune? Nein. Och. Nein, der baut noch auf. Der ist Ach, der baut noch auf? Der ist am Greenscreen aufbauen, das dauert ein Weilchen, ne? Der ist ziemlich, ich will nicht sagen frustriert, aber der muss halt das jetzt alles einrichten und das dauert halt so ein Weilchen. Ich glaube, da ist eine Szene, wo ich Flammen erfasse und in Flammen aufgehe und so ein Kram. Okay. Und dann macht's Puff und dann bin ich weg. Und dann bist du seit 8 Stunden am Drehen und denkst dir dann bei der letzten Szene irgendwann, ja komm, jetzt will es auch mal zum Ende kommen. Und so ein schlecht aufgehängter Greenscreen, das rächt sich. Das rächt sich richtig. Jappen, als der Medienprofi, der ist, hat natürlich den Greenscreen aufgebaut und dann ist ihm später aufgefallen, die Laterne hängt davor. Die ich dann schön jeden einzelnen Frame quasi rausschneiden durfte. Das ist ja so schön, das hältst du gar nicht aus. Ach. Du bist wieder mich an. Genau, stell dir doch mal nebeneinander jetzt mal Süßen. Ja, was ist denn da passiert? Dann haben wir irgendwann die Story und dann stellt sich aber natürlich zwangsläufig die Frage, ja, wo drehst du jetzt die Bandszenen? Weil du kannst dich ja, wenn du so eine Story machst, jetzt schlecht irgendwie in irgendeine Industriehalle stellen oder so. Das passt ja überhaupt nicht. Der Drehort muss natürlich ein paar Bedingungen erfüllen. Er muss erstens schön groß sein, dann muss der von der Ästhetik her natürlich irgendwie ein bisschen an das Video erinnern, an das Setting. Und nach längerer Suche konnten wir dann in die Scheune der Familie meiner Freundin. Und da hat das hervorragend gepasst. Das sieht so aus, so ein bisschen so ein abgeranzter Dielenfußboden, schön staubig. Also, alles in den Hänger geschmissen und runter nach Söhle, was nicht ohne Komplikationen vonstatten ging. Also, Punkt 1. Wir sind um 10 Uhr im Proberaum angekommen. Punkt 2, da war Bier drin. Da hatten wir schon mal gute Laune und haben fast direkt ein Bier getrunken. Cheers! Punkt 3, ich hab den Faden verloren. Punkt 3, kurz vor der Raststätte Allertal raucht es schwarz aus dem sonst so zuverlässigen Mitsubishi von Liz. Sind also rechts ran, haben gecheckt, ob der Motor noch da ist, ob alle Reifen noch da sind, waren mit unserem Know-how am Ende. Ich habe mich für das zuverlässigste Auto entschieden. Ja, es hat neue Querlenker bekommen, es hat neues Öl bekommen, es hat Reifen neu bekommen, es hat alles neu bekommen. Und jetzt stehen wir hier und werden von Judes Vater, das ist korrekt, abgeholt. Und dann können wir hoffentlich trotzdem noch das Video drehen. Immerhin ist das Wetter gut. Nachdem wir den Jappens Schwiegervater mit unseren Problemen belastet hatten, Transporter mit 6 Sitzen, Anhängerkupplung und uns da mit der ganzen Fuhre einfach abgeholt hat, konnte dann der Dreh tatsächlich mit nur 4 Stunden Verspätung dann doch noch stattfinden. On the road again! Jappen, freust du dich? Naja, und dann kamen wir da an und haben so ein bisschen die Dorfidylle gestört. Ich meine, die anderen Instrumente kannst du natürlich beim Videodreh Playback spielen, aber der Drumset muss gespielt werden, das nützt nichts. Es war auf der einen Seite wahnsinnig viel Spaß, so ein Bandvideo zu drehen und die ganze Zeit zu posen, die ganze Zeit so zu tun, als würde man Gitarre spielen. Also man spielt schon wirklich, aber der Verstärker ist halt aus, ne? Wenn du den Song 4-mal gespielt hast und er die ganze Zeit komplett post, also ich glaube nach zwei Malen habe ich mir persönlich irgendwas verzerrt und mein Nacken hat halt den gesamten Tag, der tat auch 5 Tage später noch weh. Man wird wirklich nicht jünger, man ist keine 32 mehr.
die einzige Sorge, die Jabben hatte, war, dass alle Kabel da sind, dass kein Kabel zu kurz ist. Und was passiert natürlich? Das Kabel war zu kurz. Was natürlich dazu geführt hat, dass die PA ungefähr 20 Meter in der Richtung von mir entfernt stand, hinter mir. Ich es vorne nicht gehört habe und da habe ich wirklich Jabben das erste Mal richtig nervös gesehen. Habe ich gesagt, oh, okay, jetzt brennt's gleich. Ja, dementsprechend mussten wir dann nochmal das komplette Dorf einmal beschallen. Ja, die hatten dann auf jeden Fall alle was davon. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich einen Song am Ende des Tages nicht mehr hören kann, aber ich höre ihn mir immer noch sehr gerne an. Dieses Video wäre ohne ganz viele tolle Menschen nicht möglich gewesen. Das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Also sei es die Leute, die für uns geschminkt haben, Kostüme geschneidert haben, geschauspielert haben, die Location zur Verfügung gestellt, Requisiten ausgeliehen und so weiter und so fort. Ohne was dafür zu verlangen. Das hätten wir sonst nicht stemmen können, sonst wäre dieses Video wirklich nicht möglich gewesen. Und dafür an der Stelle echt nochmal ein fettes Dankeschön. Haben wir's? Haben wir's? Nee, einen noch. Ein noch! Was sind wir für heute? Was? Was sind wir für heute? Was? Fertig, Mann, ja!